Sie sagt auch, Papa, du bist Speedy Gonzales. Ist dieser Mann nicht ein TV-Gesicht aus Unterhaltungsformaten? Oder ein ehemaliger Fußballprofi? David Odonkor ist beides. Von 1998 bis 2006 spielt er für den BVB und hat seinen Anteil am Titelgewinn 2002. Dieser Erfolg ist eines der größten Husarenstücke in der schwarz-gelben Geschichte. 3 Spieltage vor Schluss hat der BVB noch 5 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. Am Ende aber feiert Borussia Dortmund seine 6. deutsche Meisterschaft. Mit einem Punkt Vorsprung. Einen Punkt, den gab es auch am 25. Spieltag. Der Tabellenzweite Dortmund erwartet den Tabellenvorletzten FC St. Pauli im Westfalenstadion. Dann schlagen wir die mal so 3-4-0. Das als Dortmunder denkst du so. Aber an den Tag war es leider nicht so. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan. Und wo dann das Trainerteam mich gerufen hat, ey, komm her. Und ich dachte, ich? Und genau du. Und dann wurde ich eingewechselt. Dem BVB droht eine böse Überraschung. St. Pauli führt bis in die Schlussphase hinein mit 1:0. Nach 72 Minuten wechselt Matthias Sammer den 18-jährigen A-Junioren David Odonkor ein. Es sind dessen erste Minuten in der Fußball-Bundesliga. Für mich war es ja früher immer ein Traum, in so einem Riesenstadion zu spielen. Aber wenn du im Spiel bist, denkst du gar nicht, was jetzt gerade so, das jetzt ein Traum ist von jedem Fußballer. Natürlich siehst du die ganzen Zuschauer um dich rum und denkst so, boah, geil. Aber dann ist es wieder weg. Dann willst du einfach nur gute Aktion haben. Und die hat der unbekümmerte Newcomer sofort. Immer wieder nutzt er seinen blitzartigen Antritt und seine enorme Schnelligkeit. Dann die 81. Minute. Natürlich denke ich, dass es ein Elfmeter gewesen ist, weil ich auf der Linie getroffen wurde. Und das ist, wenn du auf der Linie getroffen wirst, ist es ein Elfmeter. Und ich habe es mir mehrmals nochmal angeschaut. Es ist ein Elfmeter, weil warum sollte ich eine Schwalbe machen? Auch heute mit Videobeweis ist das zu 100% ein Elfmeter. Und das ist natürlich für uns Gold wert gewesen. Und da sieht man ja auch, wie ich den Gegner, sage ich jetzt mal, wie viel Meter abnehme und er mich von hinten wirklich auch umhaut. Und man kann es auch genau sehen, dass es auf der Linie war oder schon im 16er drin. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er gesagt hat, jetzt sag doch, dass es vorm Strafraum war und warum willst du, dass es ein Elfmeter ist? Und ich war wirklich auf 150, weil er mich da so weggegrätscht hat und dann mich doof angemacht hat. Amoroso verwandelt zum Ausgleich. Doch des Trainers Dank gilt einem anderen. Das zeigt ja wieder mit der Szene, die Dankbarkeit, die ich ihm zurückgeben möchte. Dass er mir die Chance gegeben hat, als 18-Jähriger mich einzuwechseln, ist auch natürlich erstmal Respekt, weil er hätte auch noch andere Spieler einwechseln können. Und ich habe die Szenen immer noch im Kopf, auch wie er im Training war, auch bei Freundschaftsspielen, wie er mich auch angemacht hat. Das sind aber so Momente, die mich fürs ganze Leben geprägt haben. Beinahe hätte David Odonkor sein beeindruckendes Debüt am Ende sogar noch grandios gekrönt. Und da bekomme ich ja nochmal den Ball und setze nochmal einen Sprint an und dachte, dass der Ball dann vielleicht oben in den Winkel reingeht. Aber wenn ich das Tor noch gemacht hätte, dann weiß nicht, wo ich mit meinen Gefühlen gewesen wäre. Ich wäre, glaube ich, dann auf die Tribüne hochgelaufen und hätte mit den Zuschauern gefeiert. Sekunden später ist Schluss. Es bleibt beim 1:1, ein Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Aber es ist eben ein Punkt. Einer von 70 Punkten, ohne den es am Ende keine Schale gegeben hätte. Ja, man kann es so sagen, weil wenn man diesen Punkt zu Hause nicht geholt hätte, wäre man kein deutscher Meister geworden. Und ich als 18-Jähriger habe dann noch
die schöne Szene, sage ich jetzt mal, rausgeholt, diesen schönen Elfmeter. Das ist immer was Schönes, wenn man einen kleinen Beitrag für die Mannschaft oder für Borussia Dortmund einbringen kann. Und das habe ich gemacht. Seinem ersten Bundesligaspiel folgen noch 74 weitere. Mit viel mehr Torvorbereitungen als eigenen Treffern zwar, aber mit ganz vielen typischen Odonkor-Momenten, wie auch seine Tochter Adriana weiß. Ja, die Kleine ist, sie ist jetzt 12 und sie sagt auch, Papa, du bist Speedy Gonzales. Und das ist ja auch was Schönes, wenn deine Tochter auch, sage ich jetzt mal, im Internet ein paar Szenen auch sieht, wie man Fußball gespielt hat. Nicht nur den BVB-Fans, auch allen anderen Fußballfreunden bleibt er mit seiner speziellen Art, Fußball zu spielen, immer in Erinnerung. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn man sagt, ja, David Odonkor, ach, Sommermärchen. Habe ich kein Problem mit, weil ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich diese Szene von Dortmund und die Szene für Deutschland, wenn ich das so alles so zurückspule. Die Zeit bei Borussia Dortmund war einfach wunderschön. Und ich hatte noch im Kinderzimmer Poster von DD, wer auch immer bei Borussia Dortmund gespielt hat. Und mein Ziel war immer, bei Borussia Dortmund groß zu werden. Und das habe ich auch am Ende geschafft. David Odonkor ist heute 37 Jahre alt. Für die Jüngeren ist er ein TV-Gesicht aus diversen Spielshows. Für die Älteren wird er immer ein ganz besonderer Borusse bleiben.